Ja, liebe Abenteurer, das sind ja mal sensationelle Aufnahmen aus unserer Stadt, oder was sagt ihr? Heute ist Regenwetter angesagt und Rita wollte eigentlich baden gehen, aber das wird leider nichts. Jetzt haben wir uns gedacht, was kann man da Besseres machen, als eine Monorail-Strecke aufzubauen? Ja, ihr seht da richtig, das ist der legendäre Airport Shuttle. Ein Projekt, welches wir schon ganz am Anfang unserer Lego-Stadt-Geschichte eigentlich mal forcieren wollten. Ich kann mich erinnern, auf den ganz alten Fotos unserer Stadt, die sind schon ja, Jahrzehnte alt, möchte ich sagen, gab es dann auch schon hier vorne bei der Downtown einen ersten Entwurf einer Monorail-Strecke. Daraus ist aber irgendwie dann nichts mehr geworden. Wir haben da nie wieder weitergebaut und jetzt ist es endlich soweit. Und ihr dürft mit uns die Eröffnung der ersten Monorail-Teilstrecke feiern. Sie kommt gerade wieder. Moment, Moment. Ach, ein Traum in Rot. Also, liebe Freunde, wir haben euch ja im letzten Video schon gezeigt, übrigens Rita ist dort hinten bei ihrem Disney Castle beschäftigt, da wird sie euch auch demnächst mal zeigen, aber wir haben jetzt Besseres zu tun. Seht euch mal diesen Traum an, also es ist wirklich fast nicht zu glauben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe euch ja in einem der letzten Videos schon gesagt, dass wir hier im Stadtzentrum die Monorail-Gleise weggegeben haben. Das hat den Grund gehabt, dass hier vorne ein totes Ende gewesen wäre, eine Sackgasse. Das liegt daran, dass wir am Anfang ja nur diese Tische hier hatten und der ganze Bereich hier ist ja dann erst später dazugekommen. Übrigens, Rita lässt heute auch immer wieder mal einen Zug fahren. Hier kommt gerade die 4511 aus der 9-Volt-Serie. Fährt hier seine Runden und ja, uns entspannt das sehr. Wir mögen das Geräusch der 9-Volt-Motoren. Es ist nett, wenn immer wieder mal ein Zug kommt. Rita und ich winken da auch immer wieder. Das ist also ganz eine nette Geschichte. Aber zurück zur Monorail. Wie gesagt, wir haben die Gleise hier weggegeben und wir haben schon vor einiger Zeit mal überlegt, weil wir gesagt haben, wir wollen ja, dass unsere Leute zum Strand fahren können. Jetzt haben wir hier mal beim Strand, das ist jetzt nicht gerade schön ausgerichtet, aber das wird schon noch, hier mit den Bodenplatten. Hier haben wir die Monorail-Station aufgebaut und zwar nicht normal, sondern wir haben sie ein bisschen erhöht. Das Problem ist nämlich, wenn man die Monorail auf den Boden runterfahren lässt, dann kommt wieder der Zug, wenn ihr schauen wollt. Ein Traum, oder? Das sieht doch total nett aus. Also, wenn die Gleise bis zum Boden runterfahren, dann braucht das halt extrem viel Platz und ja, das Problem ist dann mit diesen Erhöhungen, dass da drunter dann wieder kein Zug durchfahren kann und teilweise haben sogar die modernen Autos und Lastwagen ein Problem damit. Deswegen haben wir jetzt diese Station mal provisorisch ein bisschen aufgebockt. Da sind wir noch am Schauen, wie wir das etwas schöner machen können. Diese schwarzen Podeste gefallen uns jetzt nicht unbedingt, aber es erfüllt mal den Zweck. Auch hier ist es ein bisschen gefährlich fast für die Leute, dass sie da nicht runterfallen. Aber das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen aufhübschen. Dann geht es hier hinauf in den zweiten Stock, wenn man so möchte. Relativ hoch oben, damit hier auch die Züge durchfahren können. Vorbei am Zoo, hier mit, wie gesagt, schöner Höhe. Den Zoo zeigen wir euch jetzt übrigens auch demnächst mal. Hier nochmal ein formidables Bild. Also wie gesagt, mit der Höhe kommen wir jetzt auf jeden Fall klar, dass hier die modernen Züge auch durchpassen. Wenn das nur auf der normalen Höhe ist, ist das zu niedrig. Dann fahren die Züge hier dagegen. Wir sind jetzt noch am Schauen, ihr seht es jetzt gleich, wenn die Monorail hier kommt. Ich habe ein bisschen zu wenig Stützen eingebaut, also das sieht schon etwas gefährlich aus. Aber sie schafft es ohne Probleme. Wie gesagt, wir werden da auf jeden Fall noch ein, zwei Stützen einbauen. Dann macht sie hier einen Linksschwenk. Hier übrigens, da haben wir gestern nicht gefilmt. Ich habe die Kamera leider nicht schnell genug heraus gehabt. Wir haben gestern einen großen Unfall mit unserer Krokodilslok gehabt. Und zwar ist ein Zug hier, wir haben hier noch ein kleines Abstellgleis eingefügt, hier geht es dann vielleicht noch weiter, mal sehen. Ein Zug dieser Bauart ist in die andere Richtung gefahren
der Lokführer hat das Signal übersehen und ist mit vollem Karacho erstens mal durch diese Bahnstation hier durchgefahren und zweitens hat er dann vor der Kurve auch nicht abgebremst. Der Zug ist hier geradeaus weitergefahren, hat die Krokodilslok hier auf den Boden gehaut und sie ist in fast alle Einzelteile gefallen. Da haben wir lange gebraucht, bis wir sie wieder aufgebaut haben, aber es schaut aus, als würde sie wieder einwandfrei funktionieren. Hier fährt wieder die Monorail vorbei. Es ist einfach so ein tolles Set, ich kann mir nicht helfen. Eines der besten Sets, die Jego jemals auf den Markt gebracht hat. Die Krokodilslok ist also jetzt wieder komplett. Zum Glück ist nicht viel passiert. Also wie gesagt, es geht hier nach links weiter, dann auf diesen neuen Tisch, wo noch immer unser alter Radio steht. Der muss jetzt aber wahrscheinlich dann demnächst mal weg, denn hier wird natürlich auch gebaut. Wir fahren nochmal alle Kollegen vorbei und auch die Monorail kommt wieder, da zeigt sie uns gleich, wo sie hinfährt. Eine Rechtskurve, hier haben wir noch nicht viel gebaut, aber hier wird das Stadtzentrum auf jeden Fall noch etwas weiter gebaut und dann ist hier die ganz klassische Station, die erhöhte. Hier geht es also wieder runter und hier warten dann schon die Leute. Ihr kennt ja das System von der Monorail, wenn nicht, zeigen wir es euch gerne mal. Total cool. Es funktioniert wie so eine Art Zahnradbahn, das heißt, diese Schienen hier haben so kleine Zähnchen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und ja, die Bahn fährt auf denen wie eine Art Zahnradbahn und dann kann man hier umschalten. Das heißt, dass wenn sie von hier kommt, dass sie wieder in diese Richtung zurückfährt. Hier stoppt sie, das werden wir jetzt gleich mal probieren. Und wenn man so schaltet, dann würde sie in diese Richtung weiterfahren, ohne stehen zu bleiben. Sie kommt jetzt gerade und wir werden jetzt gleich begutachten, wie sie in der Station stehen bleibt. Einwandfrei, oder? Also das funktioniert ja mal noch immer total gut, obwohl es ein Set aus 1990 ist, Verzeihung. Wir lassen sie jetzt aber wieder zurückfahren in Richtung Strand. Denn in die andere Richtung geht es leider noch nicht so weit. Wir haben jetzt hier mal ein bisschen herumprobiert, hier auch so einen alten Skatepark aus der Extreme-Serie aufgebaut. Der ist allerdings auch noch nicht ganz komplett, da fehlen noch ein paar Teile. Hier haben wir überlegt, ob wir nicht eine Straßenbahn dann noch fahren lassen, die hier mehr oder weniger von auswärts kommt und hier dann auch ihre Endstation hat. Es geht also dann hier weiter. Hier haben wir auch das Basketballfeld platziert, also es ist relativ viel passiert. Und dann geht es hier mit einer Kurve wieder zurück auf den Tisch und hier haben wir vor, dass wir die Strecke über den Bahngleisen, damit sie wenig Platz wie möglich beansprucht, nach vorne zum Wohnbereich führen, dort vielleicht nochmal eine Station einbauen und dann geht es nach hinten zum Vergnügungspark, dort wo Rita steht. Und dann hinter Rita ist dann unter dem Fenster ja der Cargo-Bahnhof, wo die Endstation sein soll und da kann dann die Monorail nach vorne und nach hinten fahren. Das Problem, was wir jetzt im Moment haben, ist dieses Teil hier. Ihr kennt es vielleicht, ähnlich wie bei Eisenbahnen gibt es auch bei den Monorails eine extreme Knappheit an Geraden. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich mir nicht auf eBay 17 Stück Geraden für 17 Euro pro Stück kaufen soll. Also die Preise sind leider horrend. Es gab mal eine Initiative, wo jemand Drittherstellergleise gebaut hat. Allerdings sind die jetzt wieder mehr oder weniger vom Markt gegangen oder man hört da nicht viel drüber, was sehr schade ist, denn die wären ein bisschen günstiger gewesen als die Originalen. Und ich glaube auch mit 17 Stück werden wir nicht besonders weit kommen. Da kommen wir maximal vielleicht dorthin, wo Rita ist, aber wir brauchen da noch einige mehr. Also das wird auf jeden Fall noch etwas intensiver werden vom Budget her. Da werden wir vielleicht auch nicht alles auf einmal kaufen können. Es gibt ja auch zum Teil gar nicht so viele Gleise. Auch auf Bricklink verkaufen die Leute teilweise ein Stück, teilweise 3 Stück. Damit kommen wir nicht besonders weit. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Ich kann euch gerne zeigen, was wir sonst noch alles da haben an Material für die Monorail. Also es ist schon einiges zusammengekommen. Wir haben in mehreren Konvoluten das Glück gehabt, dass dort Gleise drinnen waren. Zum Teil haben wir auch noch so Motoren und solche Sachen, genügend Stützen. Die Geschichte ist, wir haben jetzt sehr viele Kurven. Wir wollen allerdings nicht, dass der Kurs hier nur aus Kurven besteht. Wir haben sogar Weichen, also da würde es sich anbieten, hier mal irgendwo eine Abzweigung zu machen. Die sind auch total cool. Da fehlt jetzt hier die
der Knopf, dass man drücken kann, aber hier kann man so umschalten, also das ist echt nett gemacht. Und ja, wir haben noch allerhand Material, hier ist zum Beispiel noch ein Motor, wir haben auch noch eine zweite Monorail-Garnitur und hier, das war mal in einem Konvolut, da können wir selber nochmal einen Zug draus bauen. Also Material wäre genug da, auch hier so Schienen, die bergauf oder bergab gehen, aber leider keine Geraden mehr. Das heißt, wir müssen uns da noch etwas darum bemühen. Hier nochmal ein letzter Blick auf unsere Monorail. Hier, wir haben zum Glück richtig gestellt und sie fährt wieder zurück, sonst würde sie hier runterfallen. Hier werden wir vielleicht noch eine Art Prellbock oder sowas einbauen. Aber wir sind da eigentlich schon ganz zufrieden und ich sage euch, mein Herz geht auf, wenn ich eine Monorail fahren sehe. Ich hoffe, euch geht es auch so. Wir haben vor, dass die Monorail früher oder später mal durch die gesamte Stadt fahren wird. Und das sieht dann, wenn die Züge in Bewegung sind und vielleicht auch die ein oder andere Attraktion im Vergnügungspark gepaart mit der Vestas Windanlage, wenn das alles ein bisschen motorisiert ist und vielleicht sogar auch mal beleuchtet, dann wird das wirklich total cool aussehen. Ja, liebe Freunde, wir verabschieden uns jetzt nochmal mit einem formidablen Blick auf den Airport Shuttle. Da wird es also in nächster Zeit hoffentlich Neuigkeiten geben. Wenn wir die Geraden gekauft haben, dann werden wir weiterbauen und sie euch wieder mal zeigen. Bis dahin, baut was Schönes, lasst auch ihr eure Züge fahren. Hier nochmal, ihr habt jetzt heute, glaube ich, schon mehrere Kilometer auf der Uhr, die 4511 aus dem Jahr 2003. Und dann sehen wir uns bald wieder, vielleicht auch dann wieder mit einem Update, was Rita dort hinten, ich weiß nicht, bei meiner Baustelle, beim Bauernhof oder beim Disney Castle so macht. Es wird auf jeden Fall wieder was Neues geben. Bis demnächst und tschüssi!